schön, dass ihr zu Tunesien mit dem Camper Teil 3 gefunden habt. In Teil 2 waren wir stehen geblieben bei Dus auf dem Wochenmarkt. Den schauen wir uns jetzt nochmal bei Tageslicht an. Hier das tunesische Äquivalent zu Tedi. Jetzt kommt der eigentlich spannende Teil, nämlich der Viehmarkt von Dus. Du bist ja ein hübsches. Hier die Abteilung Hasen und Hühner. Und hier der örtliche Mediamarkt. Der neueste, heißeste Scheiß. Darauf erstmal ein Café normal. Gibt es überall für 2 Dinar, sind ja 70 Cent. So wie der Eingang schon verraten hat, hier wieder ein bisschen Star Wars. Das ist quasi der Innenraum des Hauses von Onkel Owen und Tante Beru, wo der junge Luke Skywalker aufgewachsen ist. Ja, das Ganze ist relativ touristisch. So, wir haben gerade gelernt, das Ganze sind 5 Häuser, die zusammenhängen. Ja, touristisch soll auch gar nicht irgendwie negativ klingen. Das Ganze war wirklich ziemlich gepflegt und wirklich gut gemacht. Hier natürlich die Hauptcharaktere. Keine Ahnung, warum in der ganzen Anlage Darth Vader konsequent Dark Vador geschrieben wurde. In einem der Räume gab es so eine Art Filmmuseum zu den Dreharbeiten. Nett gemacht. Man traf da viele alte Bekannte aus dem Film und eben auch aus Tunesien. Jetzt wird zur Feier des Tages auch gerade das Star Wars Theme abgespielt. Wir sind immer noch in Matmata und es geht weiter mit den Filmlocations. Auf einem dieser 3 Hügel wurde die Bergpredigt bei Life of Brian gedreht und auf einem anderen, wir haben aber nicht rausgefunden welcher, die Kreuzigungsszene. Soll ich singen? Okay, ich singe. Always look on the bright side of life. Da-dab, 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 da-dab. Life's a piece of shit when you look at it. Auf der wunderschönen Strecke zwischen Matmata und Medellin war es dann Zeit für eine Brotzeit. Hier Resteverwertung vom Dürüm gestern. Das sieht aber gut aus. Und hier die Aussicht, auch nicht schlecht. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit in der Nähe von Xar Hadada noch schnell einen ganz netten Platz für die Nacht gefunden. Danke Park4Night. Weil wir ja wussten, dass wir in Tunesien jede Menge Star Wars Kram sehen, hatte ich mir tatsächlich vorher ein Laserschwert und eine Jedi-Kutte besorgt. Ihr könnt zu Recht lachen,
Da hatten wir uns alle möglichen Sachen überlegt an diversen Locations. Vor Ort war uns das dann aber doch immer zu albern. Aber an dem Abend haben wir gesagt, so einmal packen wir den Kram raus. Naja, ich setze jetzt klar auf Zweitverwertung beim Kölner Karneval. Also, wir sind hier im Xa Hadada. Xa heißt Speicher, Star Wars Katzen. Auch unabhängig von den Filmlocations war Xa Hadada, glaube ich, der schönste, den wir gesehen haben. Eine richtig gute Mischung aus alt, naturbelassen und eben neu hergerichtet Hotel. Hotel. Das ist die Moschee der 7 Schlafenden und der schiefe Turm ist keine Verzerrung durch das Objektiv, sondern der ist tatsächlich so schief. Schenini würde ich tatsächlich als echtes Highlight verbuchen, haben wir uns gar nicht so viel vorgestellt, aber das ist schon ziemlich sensationell gelegen. Also Duire ist auch total sehenswert, scheint aber etwas im Schatten von Schenini zu stehen. Hier ist wirklich niemand. Wir sind hier Mutterseelen alleine. So, und in einem der Gebäude haben wir doch tatsächlich eine Ölmühle gefunden. Vielleicht kann ich den Daniel mal animieren, ein bisschen das Dromedar zu machen. Andere Richtung Dromedar. Das Ding, da fällt ja gleich die Decke ein. Andere Richtung. Ja, probier mal. Der ist ja konisch. Gut, die andere Ölmühle haben wir doch gefunden. Mache ich halt mal als Dromedar. Hier sind wir beim Xa Oulet Dabeb. Der ist dafür berühmt, dass es der einzige Xa ist, der von Dinosauriern bewohnt wurde. So, zum krönenden Abschluss des heutigen Tages der angeblich schönste Xa. Auch dieser bekannt als Sklavenunterkunft in Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Das ist hier quasi das Manhattan unter den Xaren. Vierstöckig. Kurzes Fazit zum heutigen Tag. Also diese Runde Tatooine, Schenini, Xa Hadada, Duire, Xa Oulet Soltan ist eigentlich in jedem Reiseführer beschrieben. Landschaftlich wunderschöne Strecke, sind ungefähr 70 Kilometer. Zickzack durch die Berge, rauf, runter. Sehr entspannt in einem Tag zu fahren und ja, wirklich eine Menge Highlights auf der Strecke. Kann ich wirklich so als Tagestour total empfehlen. So, und damit ist quasi unser Kapitel Einsamkeit, Wildnis und Wüste in Tunesien auch erstmal abgeschlossen. Wir fahren jetzt in die totale Touristenhochburg, nämlich nach Djerba. Die ungefähr 130 Kilometer bis nach Djerba waren landschaftlich eher eintönig. Man fährt an wirklich kilometerlangen Olivenbaumplantagen vorbei.
Dann sind wir über den sogenannten Römerdamm rüber nach Djerba gefahren. Das ist ja eine Insel. Und haben uns dann da einen Platz für die Nacht besorgt. Wie immer in den Touri-Gegenden an der Küste gab es für Camper offiziell rein gar nichts. Also sind wir einfach in irgendeine Seitenstraße gefahren und standen dann direkt am Strand. War nett. Guten Morgen, Djerba. Nach Bad im Meer anstatt Dusche sind wir dann erstmal nach Humzuk, der Hauptstadt von Djerba, gefahren und haben uns da ein bisschen die Altstadt angeguckt. Und dann totale Katastrophe, da bekomme ich den Daniel einmal dazu, mehr als einen Satz im Video zu sagen und dann stimmt irgendwas mit dem Mikro nicht. Er zeigt euch hier schön unsere Route über Djerba. Ich muss sagen, die Medina von Humzuk hatte richtig Flair, auch wenn es natürlich wegen der Nebensaison ziemlich leer war, aber so zu belebteren Zeiten stelle ich mir das sehr, sehr nett vor. Wir sind jetzt auf der anderen Seite von Djerba, wollen hier Strandtag machen mit Blick in den Sonnenuntergang. Und was soll ich sagen, es ist den ganzen Tag bewölkt. Ja, ich hoffe, das ändert sich noch. Sonne kommt. Na, da ist sie doch, die Sonne. Wer sagt's denn? Kaum sind wir am Strand, kommt sie raus. Anders als die Ost- und die Nordseite ist die Westseite von Djerba quasi überhaupt nicht bebaut. Hier ist gut, oder? Ein absolutes Paradies für Freisteher. Christians Camperküche, neue Folge. Diesmal simpel, aber heute haben wir uns mal richtig was gegönnt auf dem Markt in der Altstadt von Djerba. Ja, so ein paar 1 Kilo Riesengarnelen. Und die grillen wir jetzt. Mal sehen, wie das so wird. Aber ich bin sicher, es wird hervorragend. Das sollte reichen für 2 Leute. Königin der King Prawns. Fürs Baguette übrigens unabdingbar der gute Hela Curry Gewürzketchup, von Connoisseuren auf der ganzen Welt geschätzt. Um die Tour abzurunden, hier noch die Space Cantina auf Djerba. Das ist allerdings eine ziemliche Ruine. Also die, wo sich Han Solo und Luke Skywalker treffen mit dem lustigen blauen Elefanten an den Tasteninstrumenten. Und damit man es erkennt, gibt es ein Mosaik mit einem Stormtrooper. Und runter von Djerba nehmen wir die Fähre. Die Fähre war allerdings ein ziemlich mühseliges Unterfangen in der Nebensaison. Wenn von 6 Fähren nur 2 fahren, dann dauert das halt 2 Stunden, bis man rüberkommt. Aber nach Libyen war es jedenfalls nicht mehr sehr weit. Dann hieß es mal richtig Strecke machen, 300 Kilometer Richtung Norden auf der Autobahn, Kostenpunkt für die Maut 2,50 Euro. Nach 300 Kilometern Fahrt sind wir jetzt hier in dem an sich eher unspektakulären Ort El Jem. Aber hier versteckt sich ein wirkliches Juwel, und zwar das Kolosseum von El Jem. Maximus, Maximus, Maximus. Das Kolosseum in El Jem ist nach dem in Rom und dem in Capua das drittgrößte erhaltene. Hier, der Monty war 1914 auch schon hier. Und der Muni 58. Ich muss sagen, ich fand das Kolosseum in El Jem beeindruckender als das in Rom. Jetzt sind wir bis nach oben geklettert, also sozusagen auf den billigen Plätzen beim Plebs.
Direkt neben dem Kolosseum habe ich mir dann einen Spaß gegönnt, den ich schon in Indien und Pakistan immer sehr genossen habe. Eine professionelle Rasur kann ich nur jedem empfehlen. Von Salakta sind wir dann eine knappe Stunde nach Monastir gefahren, sind erstmal irgendwo in der Medina gelandet auf der Suche nach einem großen Supermarkt. Ja, und da war dann ein Tor mit nur 2,40 Meter Durchfahrthöhe und die Straße total eng, man konnte nicht wenden. Das war ein großer Spaß, da rückwärts wieder rauszukommen, weil natürlich auch noch andere Autos hinterhergekommen sind. Jetzt stehen wir hier in Monastir, direkt beim Ribat, also bei der Festung am Stadtstrand, und der ist wirklich super schön. Denn um das Thema mal weiterzuführen, auch die Ribat von Monastir ist von filmhistorischer Bedeutung. Vor just dieser Wand wurde eine der entscheidenden Szenen von Leben des Brian gedreht. Wir haben die mal so ein bisschen einstudiert. Los geht's. Okay. Menschen, genannt Romanes, sie gehen nach Haus. Was soll das denn heißen? Es soll heißen, Römer geht nach Hause. Heißt es aber nicht. Was ist lateinisch für Römer? Na komm schon. Romanus. Also dekliniere. Romanus, Romani, Romano, Romanum, Romano. Vokativ Plural von Anus ist? Ani. Romani. Eund. Was heißt Eund? Ge. Konjugiere das Verb gehen. Eo, is, it, imus, ite, eunt. Also ist Eund. Dritte Person, Plural, Präsens, Indikativ, sie gehen. Aber Römer geht nach Hause ist ein Befehl. Also muss es was heißen? Den Imperativ. Der lautet? I. Wie viel Römer? Plural, ite. Ite. So, und zur Strafe schreiben wir das bis morgen 100 Mal. Nee, also wirklich für einen Stadtstrand sehr, sehr schön. Das ist der Turm, von dem Brian springt und von Aliens gekidnappt wird. Also diesen Innenhof, den haben sie wirklich gut ausgenutzt. Von dieser kleinen Empore hier hat Pontius Pilatus zum Volk gesprochen, unter anderem gefragt, ob ein Pana-Pass begnadigt werden soll. Natürlich sind wir auch noch auf den Turm geklettert, aber da konnten wir kein Reenactment machen, keiner sprang runter und keine Aliens haben uns aufgefangen. Nach einem kleinen Schlenker durch die Medina von Monastir ging es dann weiter Richtung Tunis. Ja, schade. Für den letzten Abend Stopp vor Tunis. Bevor Daniel morgen abfliegt, wollten wir an einen Stausee mit schönem Campingplatz. Ja, der macht leider Anfang November zu. Da sieht man noch ein bisschen Stausee. Ja, jetzt parken wir hier auf dem Parkplatz. Immerhin gibt es schon eine Mülltonne. Das haben wir uns anders vorgestellt, aber wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Wir machen das Beste aus dem Abend, haben uns nochmal Shrimps gegönnt. Aber trotzdem haben wir hier ein Krabbenbrötchen gemacht, auf das jeder Hamburger stolz wäre. Also das wollte ich ja wirklich schon immer mal machen, über einen Bahnübergang mit geschlossenen Schranken fahren. Danke Tunesien. Dann habe ich Daniel am Flughafen abgesetzt und bin weiter an die Küste nördlich von Tunis gefahren. Da ist Tunesien dann auf einmal überraschend grün und das Ganze hatte so eine ziemlich entspannte Atmosphäre. Über Google Maps hatte ich mir den kleinen Strandort Gar El Mel ausgesucht. Der Ort hatte so ein bisschen das Flair von Coney Island in New York. Breiter Strand, Dutzende von Restaurants in Bretterbuden, aber irgendwie alle geschlossen, weil die Strandsaison eben vorbei war.
Also freie Auswahl für den Stellplatz und in 0, nix hatte ich auch Gesellschaft von 4 sehr anhänglichen Katzen, die mich die 1,5 Tage begleitet haben. Fast hätte ich eine mitgenommen. So, die Katzen und ich machen uns jetzt einen schönen Abend. Ihr schaut es euch an. Doch, die 4 waren wirklich gute Gesellschaft. Und jetzt, wie versprochen, ein Fazit und noch ein paar allgemeine Tipps für eure Reise nach Tunesien. Insgesamt würde ich sagen, dass Tunesien ein klasse Land für einen Roadtrip mit einem Camper ist. Für mich bietet Tunesien genau die richtige Mischung aus Abenteuer und Zivilisation. Außerdem kann man da schön in der kalten Jahreszeit hinfahren und das Ganze ist relativ günstig, muss man sagen. Land und Leute. Die Tunesier fand ich insgesamt ziemlich freundlich. Mit Französisch kommt man super durch, bei den Jüngeren kommt man auch mit Englisch relativ weit. Tunesien ist natürlich ein muslimisches Land, ich fand es aber relativ liberal. Kurze Hosen bei Männern, kein Problem, habe ich auch schon ganz anders erlebt. Von weiblichen Touristen wird definitiv nicht erwartet, dass sie irgendwie ihr Haupthaar bedecken. Insgesamt würde ich auch sagen, die, nennen wir es mal Kopftuchquote in Tunesien liegt vielleicht bei 25-35%. Gerade bei den Jüngeren extrem wenig. In größeren Städten, meistens bei Carrefour, gibt es auch Alkohol, also Bier zu kaufen. In manchen Supermärkten ist das ein bisschen versteckt, da muss man dann einfach fragen. Und ja, auch an touristischen Highlights sind die Guides, anders als zum Beispiel in Marokko, relativ unaufdringlich. Camping. Ich fand Tunesien ein super Land für einen Campingtrip. Auch wenn die Infrastruktur gerade im Norden und insbesondere in den großen Touristenhochburgen Hammamet, Djerba und so weiter quasi nicht existent ist. Im Süden, Dus, Tozeur, da gibt es schon ein bisschen mehr. Aber das wird ausgeglichen dadurch, dass Wildcampen, Freistehen wirklich überhaupt kein Problem ist. Es gibt unzählige Ecken, auch bei Park4Night, wo man sich einfach für die Nacht hinstellen kann. Die wenigen Campingplätze, auf denen wir waren, waren allerdings durch die Bank alle richtig gut und mit ungefähr 10 bis 15 Euro für 2 Leute ziemlich günstig. Wasser-, Ver- und Entsorgung, wie wir sie von europäischen Campingplätzen kennen, ist in Tunesien quasi nicht vorhanden. Da müsst ihr euch was einfallen lassen. Macht's aber ordentlich, genauso wie mit dem Müll. Müll ist definitiv ein Riesenproblem in Tunesien, werdet ihr im ganzen Land sehen. Wirklich schade, aber ja, geht mit gutem Beispiel voran. Autofahren in Tunesien. Den Straßenzustand würde ich insgesamt als okay bis gut bezeichnen. Klar, es gibt immer wieder mal, auch gerade in Städten, kleinere Straßen, Nebenstraßen, wo die Straße dann nicht gut ist, aber die Hauptstraßen sind eigentlich alle tipptopp. Diesel ist in Tunesien wirklich spottbillig. Während unserer Reise haben wir eigentlich immer 58 Cent pro Liter bezahlt. Gleiches gilt für die Maut, für die knapp 300 Kilometer aus dem Süden wieder Richtung Tunis haben wir, glaube ich, 2,50 Euro Maut bezahlt. Der Fahrstil der Tunesier ist insgesamt noch okay. Im Süden ist der Verkehr wirklich total spärlich. In Tunis und anderen größeren Städten kann es durchaus mal ein bisschen stressig werden, chaotisch. Da müsst ihr vor allen Dingen auf die Mopedfahrer aufpassen, die sind wirklich gnadenlos. Reisezeit, wie schon gesagt, da bietet sich die bei uns kalte, dunkle Jahreszeit an. Wir waren Ende Oktober bis Mitte November in Tunesien, hatten da tagsüber Temperaturen von 25 bis 30 Grad und abends dann 14 bis 18 Grad. Also fast perfekt. Dezember bis Februar kann es tatsächlich relativ kalt werden, müsst ihr mal checken. In der Zeit sind dann in den normalen Touristenhochburgen, Djerba und so weiter, eigentlich so gut wie gar keine Touristen. Im Süden, Dus, Tozeur, also in der Wüste, da sind schon ein paar mehr, aber alles auf total verträglichem Niveau. Preisniveau.
Ja, Lebensmittel sind sehr günstig. Da ist es vollkommen egal, ob ihr in großen Supermärkten bei Carrefour, Mini-Prix oder in irgendwelchen kleinen Tante-Emma-Läden einkaufen geht. Restaurants sind auch deutlich günstiger als in Deutschland. So Sachen auf die Hand, irgendein Imbiss für Einheimische, da seid ihr mit 1,50 Euro bis 4 Euro für Gerichte dabei. In einer eher touristischen Gegend zahlt ihr für ein ordentliches Abendessen zwischen 7 und sagen wir 12 Euro. Vegetarier müssen sich überhaupt keine Sorgen machen, da wird einiges geboten. Die Eintrittspreise für große Attraktionen wie das Kolosseum in El Gem oder Karthago sind fast schon rührend, da seid ihr in der Regel mit 3 bis 4 Euro dabei. Und dann wäre da noch das Thema Sicherheit. Wir haben uns in Tunesien an keiner Stelle irgendwie unwohl oder unsicher gefühlt. Die Polizeipräsenz ist tatsächlich ziemlich hoch. Also es gibt wirklich jede Menge Kontrollen, die lassen Touristen nach unserer Erfahrung aber schlicht in Ruhe. Und wenn man doch mal Kontakt hat, sind sie eigentlich in der Regel ziemlich freundlich. Wir mussten auch niemanden bestechen. Ja, es gibt auch einige streunende Hunde, die sind aber meistens entweder ängstlich oder freundlich. Und sehr viele streunende Katzen, die sind eigentlich immer freundlich. Okay, das war unser Trip in Tunesien. Wenn euch die Videos gefallen haben, seid doch so nett und schreibt irgendwas in die Kommentare. Mich würde interessieren, ob Tunesien für euch auch als Reiseziel in Frage käme. Ansonsten, wie immer, please like and subscribe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.